Im Bereich der kompakten Steuerung bietet Mitsubishi Electric die Melsec IQF an, die für kleinere und mittlere Applikationen besticht dadurch, dass man einfache Integrationsmöglichkeiten hat für zum Beispiel eine Maschinenbedienung oder aber halt eine Visualisierung. Man kann einfache Signale verarbeiten und kann die gängigen Standardprogrammiersprachen nutzen. Ein Grund, warum sich Kunden für Mitsubishi Electric Steuerung entscheiden, ist, dass wir eine Plattform anbieten, in der man sich einfach orientieren kann. Denn es gibt eine Software, in der ich sowohl die kompakten und auch die modularen Steuerungen parametrieren und programmieren kann. Im Bereich der modularen Steuerung zum Beispiel sind wir einer der wenigen Hersteller, die auf einem System interdisziplinär unterwegs sind. Das heißt, wir bieten auf einem Baugruppenträger die Möglichkeit, sowohl standardzyklische Prozesse abzufahren, als auch eine Robotersteuerung vorzunehmen. Wir können eine CNC-CPU nutzen. Das modulare Steuerungssystem von Mitsubishi Electric ist sehr gut skalierbar. Das heißt, ich kann eine CPU auswählen und je nachdem, wie meine Applikation auch im Verlauf der Projektierung wächst, kann ich auch diese CPU zum Beispiel austauschen durch eine größere CPU und kann auch im Nachgang noch Netzwerkschnittstellen, Kommunikationsschnittstellen oder EAs erweitern. Was Kunden an unserer Software schätzen, ist, dass wir einen sehr schlanken Modulkonfigurator haben, mit dem wir das System schnell konfigurieren können und schnell in die Parametrierung der einzelnen Module einsteigen können. Unsere Produkte zeichnen sich dadurch aus, einen sehr langen Lebenszyklus zu haben und eine sehr hohe Ersatzteilverfügbarkeit. Mein Name ist Nils Knepper, ich arbeite seit 2014 bei Mitsubishi Electric und bin als Produktmanager für die Steuerungstechnik verantwortlich im Bereich Zentraleuropa.